Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich dir die einzelnen Zeremonien der indischen Hochzeit, die ich besucht habe. Und vorab möchte ich noch einen kleinen Überblick geben, wie meine Reise nach Mumbai weiterverlaufen ist. Ich bin dann nach Hyderabad geflogen, das war der nächstgelegene Flughafen zum Standort des Bräutigams, der mich eingeladen hatte, und wurde dann zusammen mit einem weiteren Deutschen abgeholt am Flughafen und wir wurden in das Dorf gebracht. Und dann wurden uns erstmal Kleider zur Verfügung gestellt für die Hochzeit. Das wussten wir vorab schon, dass wir Kleider bekommen. Bei mir mussten die Kleider ein bisschen angepasst werden, weil ich doch ein bisschen größer und breiter gebaut bin wie die indischen Frauen. Das war eine ganz schöne Herausforderung, die Kleider anzupassen. Und am Vorabend der Hochzeit wurden meine Hände dann mit Henna bemalt. Das blende ich dir hier ein. Und dann am Tag der Hochzeit sind wir gemeinsam, seine ganze Familie und wir, mit dem Bus zum Hochzeitsort, circa 3 Stunden entfernt, mit diesem Bus gefahren worden. Wir waren ein bisschen spät dran, alles hat sich ein bisschen verzögert, weshalb die Ankunft dann etwas stressig war mit Umziehen und so weiter, aber es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und nun zeige ich dir die Aufnahmen von der Hochzeit. Als ich die Einladung zu einer hinduistischen Hochzeit in Indien bekommen habe, konnte ich nur erahnen, was für ein lebendiges Fest mich erwartet. Ein besonderer Teil davon ist das sogenannte Sangeet. Das Sangeet ist ein traditioneller Abend voller Musik, Tanz und gemeinsamer Feier und findet meist 1 bis 2 Tage vor der eigentlichen Hochzeit statt. Ursprünglich war es eher ein familiäres Ritual, bei dem vor allem die Frauen zusammenkamen, gesungen haben und dem Brautpaar ihren Segen mitgegeben haben. Heute ist daraus oft ein richtig großes Event geworden und genau das durfte ich erleben. Schon beim Ankommen habe ich gemerkt, dass dieser Abend anders ist. Überall leuchtende Farben, aufwendig bestickte Kleidung und Musik in der Luft und eine Energie, die man kaum beschreiben kann. Beim Sangeet geht es vor allem darum, dass die beiden Familien zusammenkommen. Es ist einer der ersten Momente, in denen alle wirklich gemeinsam feiern, lachen und sich näher kennenlernen. Und das passiert vor allem durch Tanz. Viele bereiten Wochen vorher kleine Choreografien vor. Freunde, Geschwister, Eltern. Es gibt richtige Auftritte, manchmal sogar kleine Shows, aber gleichzeitig ist alles total locker. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Freude. Was ich besonders schön fand, auch das Brautpaar steht im Mittelpunkt, aber auf eine ganz andere Art als am Hochzeitstag. Es ist weniger formell, viel persönlicher und einfach voller Leichtigkeit. Ein besonderes Highlight war, als dann das Brautpaar auf der Bühne ihren Tanz aufführte. Jeder wollte natürlich diesen Tanz sehen. Und irgendwann blieb dann auch niemand mehr sitzen. Die Bühne füllte sich und alle machten mit. Und plötzlich bist du nicht mehr nur Zuschauer, sondern genau mittendrin. Und das ist mir auch passiert. Und in diesem Moment habe ich verstanden, worum es beim Sangeet wirklich geht. Nicht nur um Musik oder Tanz, sondern darum, gemeinsam Erinnerungen zu schaffen, bevor ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Für mich war es definitiv eines dieser Erlebnisse, die ich so schnell nicht vergessen werde. Anything? Hi guys. Do you like the wedding? Yeah, it was Yes? great. Okay. I'm really happy to hear that. Yeah. Yeah. Hi. Hello. Hi. We are cousin brothers. We are the cousins of Pranav. And how are you? I'm a friend of him from Germany. Yeah. Es gab ein großes Buffet, aber ganz anders, als ich es aus Deutschland kenne, komplett vegetarisch. Anfangs war ich überrascht, aber die Vielfalt und die Gewürze haben mich wirklich begeistert. Es hat einfach an nichts gefehlt.
An den vielen Stationen wurde das Essen frisch zubereitet und man konnte den Köchen direkt dabei zuschauen. Das Ganze wirkte total lebendig. Besonders schön waren aber auch die kleinen Begegnungen. Einige der Mitarbeiter haben sich richtig gefreut, dass ich filme und haben in die Kamera gewunken. Und manche wollten am Ende sogar Fotos mit mir machen. Was ich auch spannend fand, es gab keinen Alkohol und trotzdem war die Stimmung die ganze Zeit ausgelassen und voller Energie. Nach dem Sangeet durfte ich noch ein weiteres ganz besonderes Ritual miterleben, die Haldi-Zeremonie. Am Anfang wirkte alles noch ruhig und fast ein bisschen zeremoniell. In der Mitte saß das Brautpaar, umgeben von Familie und Freunden, und vor ihnen stand diese leuchtend gelbe Paste aus Kurkuma. Nach und nach kamen die ersten Angehörigen nach vorne und haben vorsichtig ein bisschen Haldi genommen und sie dem Brautpaar ins Gesicht und auf die Hände gestrichen. Es wirkte wie ein liebevoller Segen, ruhig, respektvoll und irgendwie sehr bedeutungsvoll. Aber diese ruhige Stimmung hielt nicht lange an. Mit jeder Person wurde es ein bisschen lockerer, ein bisschen ausgelassener. Und plötzlich wurde aus dem sanften Auftragen ein richtig fröhliches Einschmieren. Es wurde gelacht und gescherzt und die gelbe Farbe war irgendwann wirklich überall. Und dann kam dieser Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde. Ich wurde einfach mit nach vorne gezogen. Auf einmal stand ich selbst vor dem Brautpaar mit dieser Kurkuma-Paste in der Hand und durfte sie selbst bemalen. Ein total besonderer Moment, weil ich mich in diesem Augenblick nicht mehr wie eine Zuschauerin gefühlt habe, sondern wirklich ein Teil davon war. Aber damit nicht genug. Natürlich blieb es nicht dabei. Kurz darauf war ich selbst dran und wurde genauso mit Haldi angemalt. Und spätestens da war ich komplett mittendrin im Geschehen. Es war ein schöner Mix aus Tradition, Bedeutung und purer Lebensfreude. Und als die Zeremonie langsam zu Ende ging, verlagerte sich alles nach draußen. Aber diesmal stand ganz klar das Brautpaar im Mittelpunkt. Und es gab sogar ein Feuerwerk. Sie nahmen in der Mitte Platz, noch komplett bedeckt mit der gelben Kurkuma-Paste, und alle versammelten sich herum. Die Stimmung war immer noch voller Lachen und gleichzeitig hatte dieser Moment auch etwas sehr Ruhiges und fast schon Feierliches. Dann begann die Reinigung. Mit kleinen Messbechern wurde das Wasser über das Brautpaar gegossen und immer wieder ganz behutsam, fast wie ein symbolischer Abschluss des Rituals. Das Wasser lief über ihre Gesichter, Hände und Kleidung und nahm nach und nach das leuchtende Gelb mit sich. Es wirkte wie ein Übergang, als würde mit dem Kurkuma nicht nur die Farbe verschwinden, sondern auch dieser Abschnitt der Vorbereitung langsam zu Ende gehen. Alle standen drumherum und haben zugeschaut, gelächelt, Fotos gemacht. Und man hat richtig gespürt, wie besonders dieser Moment ist. Und ich stand mittendrin. Noch mit der gelben Farbe auf meiner eigenen Haut, die mich die ganze Zeit daran erinnert hat, dass ich nicht nur dabei war, sondern wirklich ein Teil davon geworden bin. Und genau da habe ich realisiert, es sind nicht nur die großen, spektakulären Momente, die eine solche Erfahrung besonders machen, sondern genau diese kleinen, echten Augenblicke dazwischen.
Die Haldi-Zeremonie ging bis nachts um 2 und am nächsten Tag um 8 Uhr ging es schon wieder weiter, allerdings mit einem Frühstück, bei dem man natürlich schön entspannt sich stärken konnte. Auch hier gab es ein sehr großes Buffet und viele Leckereien zum Probieren. Ich habe mir von allem ein bisschen geholt und mich durch das ganze Buffet durchprobiert, weil wie oft habe ich schon die Möglichkeit, solche Leckereien zu essen. Am nächsten Tag stand dann die eigentliche Hochzeit an und die Stimmung war sofort eine ganz andere. Ruhiger, feierlicher, fast schon ehrfürchtig. In der Mitte befand sich eine Art Pavillon, kunstvoll geschmückt, unter dem das Brautpaar saß. Drumherum die engsten Familienmitglieder, alle ganz nah, als würde dieser Moment nur ihnen gehören. Man hat sofort gespürt, jetzt geht es um etwas wirklich Bedeutungsvolles. Die Zeremonie wurde von einem Priester begleitet, der das Brautpaar Schritt für Schritt durch die Rituale geführt hat. Auch wenn ich seine Worte nicht verstanden habe, war die Symbolik unglaublich präsent. Im weiteren Verlauf wurde dann ein heiliger Faden eine wichtige Rolle. Dieser Faden verbindet symbolisch das Brautpaar miteinander, fast so, als würde er ihre Leben miteinander verknüpfen. Es war ein ruhiger, aber sehr intensiver Moment, in dem man richtig gespürt hat, wie aus zwei Menschen eine Einheit wird. Ein weiteres Ritual, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war der Ring am Fuß der Braut. Der Bräutigam hat ihr einen sogenannten Zehenring angelegt, ein traditionelles Schmuckstück, das in vielen hinduistischen Kulturen ein Zeichen der Ehe ist. Dieser Moment war unglaublich ruhig und gleichzeitig so bedeutungsvoll. Kein großes Spektakel, sondern eine kleine Geste mit viel Tiefe. Zwischendurch waren immer wieder diese kleinen Augenblicke, die mich berührt haben. Blicke zwischen dem Brautpaar, kleine Gesten der Familie, ein Lächeln hier und da. Und ich stand dort und habe alles beobachtet und gemerkt, wie anders diese Art zu heiraten ist. Weniger laut als der Tag zuvor, weniger ausgelassen, aber dafür viel bewusster. Es war, als würde sich alles, was vorher gefeiert wurde, genau in diesem Moment bündeln. Und genau das hat diese Zeremonie für mich so besonders gemacht.
Schon während der Hochzeitszeremonie konnte man sie hören, die Trommeln. Erst leise im Hintergrund und als wir dann nach draußen gingen, standen wir plötzlich direkt davor. Der Rhythmus war sofort da, laut, intensiv und mitreißend. Und ohne zu zögern haben die Ersten angefangen zu tanzen. Innerhalb von Sekunden war die Energie überall.
alles ruhiger und alle Blicke gingen in eine Richtung. Die Braut kam begleitet von ihrer Familie Schritt für Schritt nach vorne. Dieser Moment wird Kanya Ackermann genannt, die Ankunft der Braut. Sie wird dabei feierlich zur Zeremonie geführt, oft von ihren engsten Angehörigen. Langsam bewegt sie sich auf den Ort der Vermählung zu, während alle aufmerksam zusehen. Viele der Hochzeitsgäste hatten zwischenzeitlich Turbane verpasst bekommen und nun war ich an der Reihe. Auch ich hatte mich überreden lassen, mir einen Turban aufsetzen zu lassen und es ist Wahnsinn, wie geschickt er gewickelt wurde. Das kannst du hier beobachten. Homan, auch Havan genannt, ist ein zentrales Ritual bei vielen hinduistischen Hochzeiten. Dabei wird ein heiliges Feuer entzündet, das als Zeuge der Zeremonie gilt. In der Mitte der Zeremonie wurde ein Feuer entzündet und der Priester begann mit Gebeten, während das Brautpaar davor Platz nahm. Nach und nach wurden kleine Opfergaben in das Feuer gegeben, immer wieder begleitet von gesprochenen Mantras. Das Brautpaar führt die Handlungen gemeinsam aus, Schritt für Schritt angeleitet. Die Flammen standen dabei im Zentrum, während alle ruhig darum saßen und das Ritual verfolgten. Nach dem Hammam sind wir dann mit dem Bus zurück zum Ort des Bräutigams gefahren. Dort fand am nächsten Tag die Reception statt. Das ist der Empfang des Brautpaars von weiteren Hochzeitsgästen. Und hier läuft das Brautpaar feierlich ein und danach werden ganz viele Fotos gemacht und auch die Geschenke an das Brautpaar verteilt. Danach ging es dann für mich weiter nach Hampi. Ich hatte einen Nachtbus gebucht und den musste ich bekommen. Und wie meine Reise weitergeht, erfährst du in meinem nächsten Indien-Vlog. So, ich hoffe, mein Einblick über die indische Hochzeit bzw. die Hindu-Hochzeit hat dir gefallen. So eine Hochzeit ist ganz anders als bei uns in Deutschland und es war wirklich ein tolles Erlebnis, da dabei sein zu können. Es hatte richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. In meinem nächsten Indien-Video wird es dann weiter nach Hampi gehen, beziehungsweise davon wird es eine ganze Videoreihe geben, da ich 2 Tage in Hampi verbracht habe. Wenn du dies nicht verpassen willst, abonniere gerne meinen Kanal und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben
und hinterlasse mir einen lieben Kommentar. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!